Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Ja, ich habe nie was anderes gesehen eigentlich von klein auf. Also das Ganze eigentlich meinem Vater und meinem Opa zum Verdanken. Dadurch ich eigentlich, seitdem ich gehen kann, hat mich mein Vater immer in die Garage mitgenommen. Und dadurch habe ich nie was anderes gesehen. Und also Auto, Moped, Vespa, sein erstes Moped war Vespa. Dadurch, und Ansagolf. Dadurch hat man das Ganze eigentlich hauptsächlich, wie man sieht, ein VW-Virus und Porsche infiziert und seitdem nicht mehr weggekommen. Im Tobias sehe ich eigentlich genau das Spiegelbild von mir, nur 25 Jahre jünger. Er hat eigentlich die gleiche Begeisterung für die Autos schon von klein auf gehabt, was ich auch gehabt habe, auch durch meinen Vater bedingt, der was mir das vermittelt hat. Und der Tobias hat so den Hang zum Perfekten, oder? Also er muss alles, was er macht, muss perfekt sein. Also es geht nicht, wenn da vielleicht irgendetwas fehlt oder wenn irgendwas nicht so ist, wie er sich das vorstellt, dann wird das beiseite gestellt, am nächsten Tag holt er es wieder und dann macht er es so lange, bis das wirklich passt und bis er eigentlich mit sich selbst zufrieden ist. Ist Fluch und Segen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für das Ergebnis schon sehr, sehr, sehr wertvoll und das hat er von klein auf schon so gehabt. Ich bin der Tobias, 22 Jahre alt, aus der Steiermark. Vom Beruf her bin ich Kfz-Meister und ich kann mich sehr schwer von Autos wieder trennen. Eigentlich für mich ein Serienauto, das gibt mir nichts. Ich muss meine Individualität einbringen, dass ich mich ausleben kann, also die Kreativität und es einfach verändern, so lange bis ich damit zufrieden bin. Also fertig ist man nie mit so einem Projekt. Ja, die Geschichte ist so eigentlich, das hat sich kleinweise entwickelt. Also angefangen hat alles eigentlich mit dem G40. Und das war das erste Projekt. Das Auto besitze ich, seitdem ich eigentlich 10 Jahre alt bin. Der Polo war eigentlich immer für mich so das Auto, was ich schon als kleiner Bub immer die Form und das Ganze daran gefallen gefunden habe. Und ein Freund von meinem Vater hat dann mir, also der hat Auto gehandelt und damals waren das so Autos, die man schon eintauscht hat und mehr oder weniger für die Schrottpresse waren. Und er hat mir einen ersten geschenkt und es ist dann immer weitergegangen, bis ich dann irgendwann einen aufgebaut habe, zusammen mit meinem Vater, das dann im klarweise sich entwickelt hat. Also bis dann nur mal die Rohkarosserie vom Auto da war und man gesagt hat, ja, einmal alles neu und dann eben gleich die Individualität, also mit dem Tuning das Ganze mit einfließen lässt. Ja, da ist er noch Schule gegangen, auf das kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe einen alten Polo G40 daheim stehen gehabt und da hat er dann einfach gesagt in die Ferien, ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren und er hat gesagt, ja, er will den Polo herrichten und er zeigt ihn einmal. Ich habe gesagt, ja, tu, weil ein Polo G40 vor 15 Jahren war in Wahrheit gar nichts wert. Das ist einfach irgendwo hinterm Haus gestanden und ja, er hat das halt dann die Eigeninitiative ergriffen und wie ich dann von der Arbeit zurückgekommen bin, ich weiß den Tag nicht mehr genau, Innensitz ausbauen, das war sowieso kein Thema. Da habe ich
sogar irgendwo ein Foto nach, wie der voller Stolz in der Werkstatt drin steht und der Motor am Kran umhängt, wie ich von der Arbeit heimgekommen bin. Nicht er komplett geschmiert von oben bis unten. Und ja, dann habe ich gedacht, Moment, das kann gar was werden. Habe dann von mir einen Freund aktiviert, der was eine Lackiererei, Spankerei hat. Habe den Polo, die Rohkarosserie, weil es war ja nur mehr die Rohkarosserie da von dem Polo, auf dem Hänger aufgepackt, in Tobias im Bus rein und haben einfach dort abgegeben und habe gesagt, Burschen, wenn er fertig lackiert ist, ruft sie mir wieder an, weil dann komme ich den Tobias mit dem Polo wieder holen. Und der hat dann dort wirklich die ganzen Ferien geschliffen und gewerkelt und mein Freund hat sich dann eine Zeit genommen für ihn, was wir heute noch hoch anrechnen, weil das war sicher ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt für den Tobias, dass er gesehen hat, dass wenn man selber was macht, dass mit der eigenen Hand was macht, dass dann unterm Strich was rauskommt, auf das, was man dann stolz sein kann und auf das, was man Freude haben kann. Und ja, den Polo hat er dann zusammengebaut. Da ja, ist schon gegangen, ich weiß nicht, war er 15, 16, 15, 14, so in deiner Eltern war. Und natürlich ein paar knifflige Sachen habe ich ihm dann geholfen. Das war dann auch so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt. Er hat dann eine Genauigkeit und einen Perfektionismus an den Tag gelegt, wo ich mich dann immer wieder zwischendurch gefragt habe, von wo er das her hat, weil ich war das absolut nicht. Ich war in jungen Jahren immer, ja, passt schon, es schaut gut aus und weg damit, aber er hat einen Perfektionismus an den Tag gelegt, wo ich bis heute nicht weiß, wo er den her hat, weil es hat bei uns in der Familie das eigentlich keiner und den Perfektionismus, den hat er bis jetzt ausbaut und das hat dann im Prinzip auch in seinem beruflichen Weg, was er bis jetzt hinter sich gebracht hat, sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel weitergebracht. Bevor es weitergeht, wollen wir dich auf unseren Online-Shop hinweisen. Hier findest du stets unsere aktuelle Kollektion, Sticker, Drinks und vieles mehr. Du unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und unsere liebevoll produzierten Filme. Weitergegangen ist es dann eigentlich mit dem Dreier Golf Cabrio. Zu dem Auto gibt es eigentlich auch eine lange Geschichte, aber ich werde mich jetzt relativ kurz halten. Das Auto war eigentlich so gedacht, also Vater hat sich Dreier Golf Cabrio gekauft, ein Color Concept GTI, ein Gen mit Vollausstattung, und wir haben dann zwei Dreier Golf Cabrio in Kärnten unten gekauft, darunter auch das Auto, das jetzt meiner ist. War ursprünglich als Teilenspender gedacht. Das andere ist eher Teilenspender geworden, nur das Auto war eigentlich zu gut, dass man den jetzt eliminiert. Und mein Vater hat dann gesagt, weißt du was, ich schenke dir den, tu damit, was du willst. Bau einen Zaun, verkaufen, schau, dass du irgendwie vielleicht zu einem Geld kommst. Und ja, es ist dann leider anders gekommen, wie man sieht. Es ist dann eher Geld, also Quelle waren. Und ja, es war 70 PS Cabrio ursprünglich, Revit mit Nullausstattung, also er hat gar nichts gehabt. Also das Auto war aus erster Hand von einer alten Dame mit wenig Rost, und das Besondere daran war eigentlich die Außenfarbe. Also es ist das seltene Aquablau-Bell-Effekt, nennt sich das. Das ist eigentlich dunkelblau Metallic, schimmert aber in der Sonne violett. Ja, ich habe das Auto dann klarerweise zum Herrichten angefangen und immer mehr, bis dann 3 Innenausstattungen vom originalen Vollleder, was ich umgebaut habe, das wieder raus. Dann die erste Ausstattung mit dem Jubi, also ich habe dann einen Jubi GTI geschlachtet, da ist das ganze Soundsystem drinnen, die roten Gurte. Die GTI-Sitze sind dann aufs Cabrio umtapeziert worden. Original ist es Außenteil Stoff, das sind die Kleinigkeiten, das ist jetzt aus Echtleder. Dann ging es ihm los, das hat dann auch wieder nicht mir 100% passt. Dann habe ich mir Recaro-Sitze geholt, den noch einmal mit dem gleichen Stoff und Leder machen lassen. Dann ist ein Golf 4 Cabrio Lenkrad drinnen, überzogen aber im Design vom Golf 4 Jubi GTI. Ja, das ist dann klarerweise losgegangen mit dem Motorumbau, da war ich mir auch nicht ganz einig. Ich wollte unbedingt immer einen Turbo haben in dem Auto.
Angefangen hat es einmal, baue ich nur auf 90 PS Diesel, dass er vielleicht ein bisschen mehr Leistung hat. Aber dann haben wir gedacht, naja, Diesel und Cabrio, das matcht nicht wirklich. Dann der nächste Plan war eigentlich auf Original GTI zwischen einmal, da bin ich dann auch wieder abgekommen davon. Dann habe ich einen VS6 gekauft mit einem Unfallschaden. Sind wir aber leider zu Hause draufgekommen, dass der Motor steckt. Das Projekt leider dann auch wieder auf Eis gelegt. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt will ich was mit Turbo. Und mein Traum war, oder das Auto so gesehen mit einem Anzug Turbo. Also es ist ein Anzug Turbo AGU Motorcamper gestorben, 150 PS vom A3. Das Ganze dann in das Auto eben, so jetzt einmal eingepflanzt, auf einfach. War dann halt mit dem Kabelbaum und das Ganze, bis das alles passt hat, mit G60-Getriebe, relativ viel Tüftlerei. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich aus der VAG-Gruppe relativ viel Plug-and-Play. Ja, dann die große Porsche-Bremsen vom 996, die wir zu Hause zum Glück rumliegen, nenne ich es jetzt einmal, gehabt haben, weil wir einen geschlachtet haben. Mit der großen Scheibe vom Seat, vom Cupra, also die 304er Scheibe. Ja, dann ging es dann weiter, die ganzen Kleinigkeiten, also heller DE-Scheinwerfer, GTI 2 Rippengrill, Projekt 2 Spiegel, die ich sicher ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gesucht habe. Color Magic Golf 4 Design, Rückleuchten, US-Stoßstangen, komplett vorne, hinten. Fahrwerk ist ein FK. Ja, dann zu den Felgen. Das war eigentlich auch, ich wollte das Auto immer unbedingt mit Etabeta Turbo haben, weil das war für mich die Felge auf dem Dreiergolf. War damals auch mehr oder weniger so jetzt einmal Zufall. Also unser Verwandter oder bester Freund von meinem Vater, wo ich jetzt nochmal Danke sagen will, der was mir auch in Auspuff geschweißt hat, die Luftverrohrung, alles dran und von dem ich die Sterne habe. Ja, das hat sich dann so ergeben. Betten sind von Felling Fuchs. Ja, sonst halt Unterboden alles neu, Dach und dann halt komplett typisiert, so wie er da steht eigentlich. Für mich war und eigentlich, was mir besonders am Herzen lag, ist zu erkennen, was wollen die Kinder oder was wollen die Leute, denen du was vorleben kannst oder denen du was sagen kannst. Und das zu erkennen und seine Fähigkeiten dann, die du erkannt hast, auszubauen, das war irgendwo auch bei meinen Kindern sehr wichtig und das war auch beim Tobias so. Und natürlich bin ich der Großvater und nicht die Eltern und habe immer versucht, diesen Kontakt zu halten und diesen Kontakt auch zu vertiefen. Wir haben vieles gemeinsam gemacht. Wir sind Rad gefahren zusammen, Skifahren waren wir zusammen und alles verschiedenste Erlebnisse haben wir zusammen gemacht und das war eigentlich immer sehr, sehr, sehr schön. Dann ging es eigentlich weiter mit dem nächsten Projekt. Es war dann eigentlich mal langweilig, will ich nicht sagen, aber ich habe halt mir gedacht, ja, es wäre mal wieder Zeit vielleicht für was anderes. Und das wäre dann eben der Golf 1 GTI gewesen. Inzwischen habe ich noch einen John Cooper Works aufgebaut, aber das ist halt leider was Neueres. Ich habe das Auto, aber es gibt mir dann leider die Emotionen wie so etwas Älteres. Dann bin ich auf dem 1er GTI gekommen. Das Auto ist seit 2004 oder 2005 in unserem Familienbesitz.
war auch als erste Hand von einer alten Dame aus Burgenland. Also das Auto war immer in Österreich. Der Vater hat ihn damals gekauft und neu lackieren lassen. Das Auto ist zu 100% ungeschweißt, also da ist gar nichts eingeschweißt bei dem Auto. Ja, das Auto war damals mit KW V1, was noch immer drinnen ist, und 15 Zoll ATS Cup. So ist das Auto dann eigentlich ja, sicher über 10 Jahre in der Halle unten gestanden, ohne dass irgendwer einen Finger dabei gerührt hat. Bis ich dann Vater dann gesagt hat, ja, er verkauft ihn, weil es steht noch und sagt, nein, ich kaufe den ab, wie auch immer. Er sagt, ja, nein, wenn du nimmst, niemand, passt. Okay. Habe das Auto dann mehr oder weniger wieder aus dem Dornröschenschlaf geholt. Also dann haben wir technisch einiges gemacht, was vom Stehen halt leider so war, wie Benzinpumpen und so weiter. Fahrwerk war zum Glück drinnen. Das Einzige, ich habe noch Sturzumlage eingebaut, weil das vorne beim Einzelgolf leider relativ schmal ist und das Auto umbörtelt ist und das wollte er so beibehalten. Ist dann weitergegangen, dass ich mir einen 17 Zoll BBS RA auf dreiteilig gekauft habe. Die dann drauf gemacht so mal für eine Saison. Das mit 17 Zoll mal so typisiert und war dann eigentlich nicht zufrieden damit. Also die Felge war cool, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, das ist es jetzt. Für mich war immer klar, dreiteilig, wenn entweder BBS RS oder dreiteilige Pirelli-Felgen. Darauf habe ich mir über den Winter dann gesagt, ich baue mir so einen Satz oder lasse mir das bauen, wie auch immer. Und habe dann zufällig über Kleinanzeigen einen Satz Sterne gefunden. Die waren eigentlich ursprünglich, das Auto kennt man sicher, am K-Custom Mini drauf, am Liberty-Wag. Habe die Sterne dann gekauft und mir die Betten beim Felgenfuchs anfertigen lassen. Genau in dem Maße, dass das auf die Bohrung und so passt. Habe dann noch nacharbeiten müssen, also es war dann nicht so einfach eigentlich. Ja, und dann habe ich mir die Felge so gebaut, wie ich es haben wollte. Dann sind eben noch Kleinigkeiten am Auto verändert worden, wie Schrick, Endschalldämpfer ist drauf, Fächerkrümmer, Bossgolf, Heckleuchten. Und sonst ist das Auto eigentlich relativ original. Das ist ein Maßrad, Baujahr 83. Und ja. Natürlich habe ich ihn finanziell unterstützt, weil mit dem Taschengeld mit 20 Euro im Monat wirst du das natürlich nicht zusammenbringen. Aber mein Motto war dann immer, ich habe sehr, sehr viele Freunde von mir, die die Kinder irgendwo hingeschickt haben in der Schule. Ganz ein guter Freund von mir hat eine Tochter, die ist gleich halt wie der Tobias. Der hatte da eigentlich 200 Kilometer entfernt in eine Pferdeschule geschickt. Hat er das Internat natürlich auch alles organisieren müssen und auch die Schule war nicht gratis. Und der hat mir dann einmal erzählt, was ihm das jedes Monat kostet. Und dann haben wir gedacht, naja, grundsätzlich, ich brauche den Tobias nicht in der Schule schicken. Ich unterstütze ihn einfach mit den Projekten, was er vorhat. Und mein Ding war immer, ich habe zum Glück einen guten Job, weil er gutes Geld verdient. Und mein Ding war dann immer, dass ich den Tobias einfach finanziell bei seinen Projekten unterstütze, weil ich bei meinem Freund gesehen habe, was heute das kostet, wenn du heute ein Kind irgendwo Schule lässt, was irgendeine private Schule ist, beziehungsweise Internatskosten und. Da war eigentlich das mit den Autos letztendlich unterm Strich, was er gemacht hat oder wo ich ihn unterstützt habe, Bruchteil von dem, was das eigentlich zu Buche schlägt, wenn es das wirklich irgendwo auswärts gibt. Und somit hat sich dann das eine mit dem anderen ergeben. Natürlich das handwerkliche Geschick, was wir zum Glück in die Kinderwiege gleich gekriegt haben, das habe ich schon mitgekriegt von meinem daheim oder weiß ich nicht von woher. Das habe ich zum Glück, hat das der Tobias auch, das handwerkliche Geschick. Und die Ruhe und Gelassenheit und den Perfektionismus haben wir dann immer ein Projekt ums andere gemacht. Natürlich haben wir nichts verkauft, weil Platz haben wir gehabt und haben wir ja, jetzt noch begrenzt, aber ein bisschen was haben wir noch. Und ja, somit haben wir natürlich jetzt im Laufe der Zeit eigentlich die letzten 20 Jahre und so eine schöne Autosammlung aufgebaut, auf die, was wir beide einen Hall haben und auf die, was wir beide stolz sind.
wo uns natürlich auch andere Leute beneiden, aber ich brauche mir eigentlich vor keinen verstecken, weil ich weiß, dass wir das eigentlich aus unserer eigenen Kraft geschafft haben. Ich habe keine reichen Eltern gehabt, weil ich Unsummen an Geld geerbt habe. Ich habe zum Glück keine Schulen für meine Autos. Es ist eigentlich alles, was so herumsteht, was jetzt unsere Sammlung ist von Tobias und von mir, ist eigentlich ja, alles erarbeitet, sage ich mal. Und ja, und auf das sind wir stolz. Dann ist es eigentlich weitergegangen über den Sommer um mich wieder. Das war eigentlich zufällig. Ich habe immer gesagt, wenn es passt, kaufe ich einen Corrado. Es war dann so, das Auto war zufällig auf Facebook inseriert über einen Händler bei uns da in der Nähe, beim BCB, also beim Brummen beim Bernhard. Haben uns dann kurzerhand mit ihm auseinandergesetzt oder in Verbindung gesetzt, dass wir das Auto gerne anschauen würden, weil der Preis dementsprechend war. Es waren beim Kauf originale BBS Le Mans drauf. Das Auto war von der Basis her relativ gut, aber er war leider nicht perfekt. Es hat leider einiges gefehlt dazu. Und ja, das Auto dann gekauft, heimgeholt. Ja, eigentlich war es so, dass ich ursprünglich immer noch einen Zweiergolf haben wollte. Aber leider Zweiergolf ist schwer geworden, Corrado eben eigentlich auch. Habe mich dann aber klarweise in die Form und in das Auto verliebt, weil ich davor eigentlich immer gegen Corrado war, also mir das Auto nie irgendwie Emotionen gegeben oder taugt. Und ja, habe den dann gesehen und bin generell durch den G40 ein Geldlader-Freund. Also der Clown, das ist einfach geil. Und ja, zu einem runtergefahren, also ist in Graz, circa eine Stunde entfernt, gekauft das Auto, angeschaut, gekauft. Ja, dann heimgeholt, kurze Jahre später, also ungefähr einen Monat bin ich noch gefahren damit, weil der Sommer noch relativ schön war. So technisch hat alles funktioniert. Und dann mehr oder weniger habe ich ihn zerlegt. Also ich habe das Auto komplett auseinandergebaut, das waren die Achsen, es war wirklich alles heraus. Die ganzen Achsen dann Pulver beschichten lassen beim guten Kumpel, beim Alex. Danke auch an ihm, durch er relativ viel macht für mich. Dann ist es weitergegangen, das Auto zu einem Freund vom Vater, zum Karosseriebetrieb Bretz. Möchte ich mich jetzt auch gleich bedanken für die perfekte Arbeit und Stunden und so jetzt einmal Höhen und Tiefen, die da waren. Das Auto war eigentlich relativ gut von der Substanz. Es war nur lediglich, die Stoßstange vorne war leider eingerissen und die Seitenwand auf der Beifahrerseite. Die haben es leider schon einmal sehr semi-professionell repariert, irgendwann schätze ich in die 2000er Jahre. Habe das Glück gehabt, bei Classic-Parts eine neue Seitenwand zu kriegen, das Ganze. Und das Auto ist dann mehr oder weniger komplett lackiert worden. Ja, Teileversorgung habe ich gekriegt durch den Mario, durch den Kösner, durch die Corrado Garage, kennt man, denke ich auch, durch den Riga Corrado. Ist die ganzen Achsen in Pulver beschichtet, jede Schrauben, jedes Ding gelb verzinken lassen, neu, technisch alles neu, die Bremssättel ist alles neu revidiert, Innenraum, schaut, dass alles wieder schön ist, dann rote Gurte, umgefallen vom Dreiergolf, vom Jubi, Recaro-Sitze besorgt, die im originalen Stoff, das es so eigentlich nie gegeben hat, was das Auto aber gehabt hat, beziehen lassen. Kleinigkeit wäre dann noch das US-Line-Grad, das G60, das ist noch das AFK-Gewindefahrwerk drin mit Koni-Dämpfer, eine Hartmann Motorsportanlage, Kleinigkeiten, die originalen Zierleiste in Wagenfarbe, dann die originalen 15 Zoll Sebring auf 18 Zoll, umbaut auf dreiteilig. Ich muss sagen, die Felgen habe ich nicht gebaut, sondern die habe ich zufällig so gekauft eigentlich, also was perfekt für die Maße und alles aufs Auto passt hat. Ja, und so war das Auto dann eigentlich fertig.
Zu meinem 10. Geburtstag habe ich von meinem Opa ein Buch Maxi geschenkt gekriegt, in hellblau. Die habe ich dann ca. für 1 bis 2 Jahre gehabt. Dadurch ich aber dann mehr Maxis gehabt habe, weil ich zum Sammeln angefangen habe und er dann die MS-50 irgendwo her hat, also die rote, Baujahr 58, und mir die gefallen hat, habe ich mit ihm da einen Tausch vereinbart. Sie haben die Maxi zurückgegeben und dafür die MS-50 gekriegt. Die haben und die hat er dann auch bekommen. Und als ich dann diese MS-50 bei mir da hatte, dann hat er gesagt, ich möchte die MS-50 haben. Die war aber nicht schön, die war zu restaurieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibst du mir die wieder zurück und dann kriegst du die MS. Und die haben wir dann gemeinsam restauriert und da finden wir dann oben noch das zweite Stück, was ich für mich dann gemacht habe, und wir haben da zusammen diese beiden Fahrzeuge eben hergestellt. Nach langen Überreden irgendwann hat er gesagt, ja, passt, aber er braucht auch wieder eine. Er hat sich dann auch wieder eine gekauft und wir haben die dann, also sie waren nicht schön vom Zustand, wir haben die dann zusammen restauriert, also er eine und ich meine. Die haben wir dann sicher immer kleinweise über 4 Jahre lang restauriert. Es ist eben alles neu verchromt. Das Beinschild ist nicht original, also ist Buch, aber ein Zubehörbuch von damals. Neu lackiert, zusammengestrahlt, Motor revidiert, Sattel, jede Gummi, alles neu. Und sie war dann genau zu meinem 15. Geburtstag fertig, wo man in Österreich eben Moped fahren darf, das erste Mal. Und da war ja dann die MS-50 so weit, dass ich gesagt habe, passt, ist fertig, bis aufs Beinschild. Und ja, das ist eigentlich das Projekt und es ist eben auch unverkäuflich, so jetzt einmal, dadurch ich das eigentlich auch von meinem Opa habe. Ja. Zu der Vespa bin ich wiederum anders gekommen. Also meine erste Vespa habe ich gekauft, da habe ich noch nicht einmal runtergelangt, einfach nur zum Schrauben. Damals hat es nicht so viel gekostet, war ein BK50 XL1 im schlechten Zustand eigentlich. Der war gelb und der ist dann mehr rumgestanden und sie war wirklich überall der Kit gesprungen, also Spachtelmaße, und habe dann den Motor ausgebaut und den Rest verkauft. Dann war meine erste Vespa, die habe ich dann zu meinem 15. Geburtstag von meinem Vater gekriegt. Das ist die hellblaue. Da ist dann der Motor reingekommen und der ist komplett neu lackiert worden. Die Farbe hellblau wollte ich unbedingt immer von einer Vespa haben. Es ist die Originalfarbe von der italienischen Polizei, also von den Carabinieri. Und ja, die habe ich eigentlich auch jetzt seit 7 Jahren, das Moped. Habe die dann eigentlich vor 2 Jahren nochmal komplett umgebaut. Typisiert auf 125, also dass man das große Kennzeichen hat. Dann ist da 140 Kubik Falkmotor drin, also hat ca. 233 PS, Scheibenbremsenumbau, ja, Kleinigkeiten. Meine zweite Vespa war dann eigentlich die silberne, was man hinter mir sieht, und leider gerade kein Motor drinnen ist. Zu der bin ich eigentlich so gekommen. Ich habe einen Mini Cooper gehabt, einen John Cooper Works, einen zweiten, den ich mit einem kleinen Schaden gekauft habe, gerichtet habe. Den wollte dann unbedingt ein Autohändler kaufen von uns da, von der Nähe, und er hat die Vespa stehen gehabt. Die Vespa hat er gesagt, ob ich den nicht brauche. Ich habe gesagt, ja, reden wir drüber. Kurz später habe ich das dann mehr oder weniger mit einem Tauschgeschäft gemacht. Und ja, habe die Vespa dann eigentlich auch ziemlich neu aufgebaut. Sie war nicht schlecht, ist immer bei uns da im Bezirk gelaufen, Ersterslieferung Graz, Vespa Mainz. Da ist momentan ca. 240 Kubik Malossi drinnen. Ja, Scheibenbremsenumbau komplett, ist da ein bisschen aufwendiger mit anderer Gabel. Komplett Fahrwerk ist geändert. Also ja, Auspuff ist Bosch Racing Race. Der Motor sollte haben, also er hat ca. bei die 37, 38 PS.
Macht Spaß, zum Motorrad ärgern, sage ich jetzt einmal. Aber ist halt auch relativ gefährlich, wenn man nur die ganze Zeit das Vorderrad in die Höhe geht. Ja. Meine dritte Vespa war dann die weiße, die Spezial. Wollte unbedingt immer genau das Modell haben und wenn möglich in O-Lack. Das hat sich dann kurzerhand ergeben. Der war inseriert bei uns da auf der Plattform, Wilhelm. Habe den dann angeschrieben, sie war eigentlich komplett mit Motor alles inseriert, ob er den nicht ohne Motor hergeben will, weil der Motor war jetzt nichts Besonderes. Dann bin ich mit ihm ins Geschäft gekommen, weil er gesagt hat, ja, passt. Ich war aus der Nähe Wien, habe den dann geholt. Eben auch einen kompletten Scheibenbremsenumbau gemacht. Motor ist auch ein Falk-Motor. Der hat 160 Kubik. Hat ca. bei die 38 PS. Ursprünglich war es immer 50 Kubik. Ist auch typisiert auf 125. Und ja, zwischendrin habe ich jetzt eine vergessen, weil mit der fahre ich nicht. Also ich habe dann noch eine originale 50er Vespa. Die erste Serie, was überhaupt Vespa aufgelegt hat von die 50 Kubik, weil die allerersten waren eigentlich nur 150er. Und die habe ich eigentlich aus Deutschland importiert. Habe die dann kurzerhand auch komplett slaked, restauriert. Und seitdem steht sie eigentlich in meinem Zimmer, weil ich nicht mehr fahre damit. Und ja, die allerletzte war eigentlich da hinten die BX, die Rothmans. Die habe ich eigentlich gekauft, so jetzt einmal, weil es billig war. Und ja, mittlerweile leider nicht mehr. Habe die dann gekauft, waren Kleinigkeiten eigentlich nur zu machen. Habe die umgebaut, optisch, alles gemacht, das technisch funktioniert. Bei der ersten Ausfahrt dann leider zum ersten Vespa-Treffen von uns da nach Hartberg-Nähe habe ich leider einen Motorschaden gehabt. Und dann ist das Ganze eigentlich wieder mal eskaliert, sage ich jetzt einmal. Habe dann überlegt, was tue ich, richte den Motor. Also es war original 125er BX. Es waren ca. 180 Kubik Quadrini eingebaut. Gegangen ist es nicht schlecht, aber nicht gut. Habe mir dann überlegt, was mache ich. Dann war die Überlegung, gehe ich auf mehr Leistung, aber tourentauglich. Oder was mache ich? Habe dann einen Motor gekriegt. Der Motor hat 252 Kubik Quadrini. Sie ist eigentlich drosselt durch einen kleineren Vergaser, also 30er Vergaser drauf und die Bosch-Box. Also mit einem Racer-Auspuff wird man natürlich sehr knapp bei die 40 PS hinkommen. Jetzt hat das Teil ca. bei die 35. Habe dann noch einen Scheibenbremsenumbau gemacht, komplett, Streamline-Sitzbank und zu guter Letzt noch die Folierung, weil sie war rein weiß und ich habe gesagt, rein weiß ist cool, aber sie braucht ein Design. Dann war die Überlegung Rothmans oder Martini. Marlboro wäre auch gegangen, aber mir hat eigentlich das Rothmans am besten gefallen. Es ist vom Design her komplett gleich wie das Rennauto von Porsche 1982, das Auto, was damals Le Mans gewonnen hat. Modell ist das, glaube ich, 1962. Und ja, habe das dann mehr oder weniger selber so umgesetzt. Die Streifen sind auflackiert. Das hat mein Vater selber lackiert. Also der ist Spenklermeister, Lackiermeister. Und der Rest ist foliert. Die Rothmans-Pickel, die habe ich so gekauft. Die Clown habe ich selber gemacht und ja, das dann zusammen so foliert. Und jetzt ist sie eigentlich auch fertig, das Projekt. Hier, wo wir jetzt stehen, da ist ein Tobias, ein Gelber gestanden, nicht? Also der war hier gelagert, einige Jährchen und jetzt hat er die Meisterprüfung geschafft und da ist der BMW dann von selber hinausgefahren und bei ihm gelandet.
Was mir wichtig war, mein Tenor ist, Ausbildung ist alles. Und das Rüstwerkzeug den jungen Leuten zu geben, dass sie mit beiden Beinen selber im Leben stehen, das ist heute und war damals schon mein Tenor. Und alles in die Richtung zu unterstützen, Lernen, Ausbildung, dafür bin ich für alle meine Kinder, alle meine Enkelkinder bereit. Und beim Tobias ist es uns auch gelungen und ich muss sagen, ich bin stolz als Großvater, dieses Ergebnis jetzt zu haben und diesen Menschen, so wie er sich fühlt und wie er heute dasteht, zu sehen, dass das wirklich auch von meiner Seite, vielleicht war mein Beitrag auch ein bisschen beeinflussend, aber das Ergebnis als Gesamtes so zu sehen, das ist schon sehr, sehr schön, wenn man dann nach dieser Zeit dann vielleicht einmal einen Schnitt macht und einmal schaut, aha, was ist da jetzt, wie weit sind wir jetzt? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt in die Kommentare und abonniert den Kanal von Sauerkrauts. Zum Schluss würde mich noch die Frage interessieren, welches Fahrzeug von meinen würdet ihr wählen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit zum Fahren? Ja, und ansonsten danke für den heutigen Tag und tschüssi.